Ja, hallo zusammen nochmal heute, letzter Tag auf der FMB 2022 in Bad Salzuflen. Bei mir Dietmar Schmidt von der Solid Pro. Und ich dachte, wir reden einfach noch mal ein bisschen über den DSTV Assistant. Der wird ja gerne mal so hinten runterfallen gelassen. Ja, tatsächlich. Also ja. Bei uns, man sieht nicht viel, was sich denn da tut, läuft alles im Hintergrund. Und ich denke auch, erklär doch mal, was macht er denn, der DSTV Assistant? Ja, was ist das Besondere? Ne? Ja, also einfach noch mal so ganz kurz zusammengefasst. Der DSTV Assistant exportiert DSTV-NC-Daten für die Stahlproduktion. Egal, ob es jetzt die Konstruktion mit Solid Steel Parametric gemacht wurde, ob sie mit dem SolidWorks Weldments oder dem neuen Structure-System gemacht wurde. Ja. Oder selbst wenn sie einfach nur irgendwelche Stahlbauteile fertigen müssen für externe Zulieferer, dann können die als Step-Dateien kommen, die können als IGES, SAT, was auch immer importiert werden. Und dann kann man halt entsprechend die DSTV-NC-Daten exportieren. Funktioniert also völlig losgelöst von Solid Steel Parametric? Kann, muss nicht. Aber ist natürlich auch eine gute Ergänzung. Gute Ergänzung, aber verarbeitet sämtliche Profile, die einfach aus SolidWorks kommen. Genau. Okay. Sobald es aussieht wie ein Profil, analysiert er die und kann dann entsprechend die NC-Daten generieren. Und da hat sich natürlich auch viel getan. Ich denke, wir können mal in ein paar Neuerungen reingucken. Haben wir jetzt seit ein paar Wochen die 2.1er-Version raus. Und ich denke, eine der größten Neuerungen, können wir hier mal abspielen, ist das Costing-Modul. Ist einfach ein Modul, was quasi zur Evaluierung von Kosten dient. Mhm. Und, aber was man hier direkt auch schon sieht, ist visuell auch überarbeitet worden, also analog zum Solid Steel und auch zum Alu-Frame Assistant neue Icons bekommen. Sehr schön. Ja, halt jetzt voller Support für Dark Mode und Bright Mode. Und wir können uns auch mal angucken, wenn wir jetzt hier mal auf den Export, da gibt es auch ein Video zu, gehen. Ich hätte noch eine Frage zum Costing-Modul. Ja. Auf welcher Basis werden da irgendwelche Kosten errechnet? Kann der Kunde da selber noch Einfluss drauf nehmen, was seine Maschinen angeht, sein Maschinenpark, oder sind es rein theoretische Berechnungen im Hintergrund? Nee, also es ist natürlich schon, also eine Kostenevaluierung ist jetzt nicht, dass man da auf einen 100 Cent rausbekommt, wie teuer das ist, aber es ist natürlich extrem abhängig von der Maschine. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt eine Maschine müssen wir anlegen, können das auch mal abspielen. Haben wir Video? Ja, haben wir. Wenn man das Menü einfach mal öffnet, dann sieht man, da haben wir jetzt verschiedene Maschinen angelegt schon. Und zu den Maschinen kann man dann entsprechende Werkzeuge hinterlegen. Und zu den Werkzeugen entsprechende Zeiten. Also so gesehen ist es auch kein Kostenestimator, sondern ein Zeitestimator, der dann natürlich auf Kosten 1:1 zurückzuführen ist. Okay. Aber es gibt natürlich auch noch so Feinheiten, wenn wir das mal hier öffnen, das eine Werkzeug, da kann man auch einstellen, dass zum Beispiel ab bestimmten Größen, also sagen wir bis 30 mm wird gebohrt und alles ab 30 mm wird gefräst. Okay. Das heißt, obwohl er erkannt hat dann, dass es quasi eine kreisförmige Bearbeitung ist, wird halt nicht mehr gebohrt, sondern gefräst. Das ist ja cool. Und da ist es in allerlei, man kann Korrekturfaktoren angeben und aber es ist halt sehr, sehr individuell. Das heißt, da muss man wirklich auch sagen, es ist keine Out-of-the-Box-Lösung. Also alle, die sich jetzt schon gefreut haben, sagen, cool, ich installiere mir den DSTV Assistant, habe sofort eine Kostenevaluierung. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss sich schon einmal die Mühe machen, das für seine eigene Maschine anzulernen, weil es natürlich auch je nachdem, welches Werkzeug, je nachdem, welchen Fräser ich benutze, habe ich andere Vorschubgeschwindigkeiten, ich habe andere Abnutzungen und da muss ich dann natürlich gucken, dass es möglichst passend ist. Genau. Ja, aber toll, dass es schon in die Richtung geht, dass man so ein bisschen also die Kosten abschätzen kann. Wie lange haben wir es im klassischen CAM-Bereich? Also ich habe das jetzt mal extra, weil CAM ist ja nichts anderes, ist ja auch CAM, aber da ist Costing ist ja schon seit Jahren ein Thema. Ja. Und ich denke gerade hier im Stahlbau, da wird natürlich auch alles immer digitaler, immer automatisierter. Wichtig, denke ich. Ja. Tolle Sache, doch, gefällt mir. Muss ich einmal kurz spicken. Du wolltest mit Export weitermachen. Genau, Export. Da hatte ich dich unterbrochen, jawohl. Genau. Wir blenden das gerade nochmal ein.
Wie du siehst, kann man jetzt hier bei dem Export so gewisse Filter setzen. Ist ganz praktisch, kann man quasi die NC-Blöcke ausblenden, wenn man sie nicht braucht. Und ja, im Endeffekt den NC-Code dann ein bisschen cleaner rausgeben. Okay, welchen Hintergrund hat es, dass ich Blöcke ausblenden kann? Achso, ja, insgesamt ist erstmal der NC-Code ist ja in gewisse Blöcke geteilt. Ich habe zum Beispiel einen Bohrungsblock oder ich habe einen Scribing-Block. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maschine habe, die gar kein Scribing machen kann und ich vielleicht erstmal nur auf eine Bohrbrennanlage gehe oder sowas, dann kann ich mir die Blöcke halt rauswerfen, dann kommt es nicht zu Irritationen. Kommt es normalerweise nicht, weil das eigentlich ein standardisiertes Format ist, aber leider wird es von Maschine zu Maschine schon mal anders interpretiert und dann sind das so kleine Hilfen, die das Leben ein bisschen leichter machen. Genau, wir können auch gerade mal einen NC-Block, NC-Datei uns angucken. Man sieht jetzt auch, die ist klarer strukturiert. Also wir haben jetzt die einzelnen Werte genau untereinander. Es hat keinerlei Vorteil für den NC-Code, aber ist für Menschen leichter zu lesen. Ja. Genau. Ja, also es sind eine Menge Neuigkeiten im DSTV Assistant. Ist einfach ein erwachseneres Produkt geworden. Ja. Toll, ja. Bin ich mir sicher, dass sich da einige Kunden drauf freuen werden. Ja, und ist speziell auch, was die Märkte angeht, sehr, sehr interessant für Stahlhandel zum Beispiel. Wie oft kriegt man als Stahlhändler verschiedene NC-Dateien? Und ja, ich denke, das ist für viele interessant. Da auch nochmal ein Hinweis, also der DSTV Assistant gibt natürlich alle Infos bei uns auf der Webseite, aber auch bei der Solid Pro, wenn Sie in der Dachregion ansässig sind. Gerne einfach mal den Dietmar anhauen. Und dann denke ich, machen wir erstmal Schluss für heute. Ne? Alles klar. Sebastian, ich danke dir. Danke auch. Ne? Mach's gut. Schönen letzten Tag noch. Ja, dir auch. Ciao.